Guten Tag, hier ist die Frau Walker und in dieses Video bringe ich euch die Familienwörter bei. So, wir fangen an mit Familie, aber zuerst möchte ich sagen, ich sage das einmal auf Deutsch und dann du wiederholst das Wort mit mir. Okay? So, ich sage es einmal und dann zweimal und dann machen wir weiter. Okay, Plätze fertig, los! Die Familie, die Familie. Prima, sehr gut. Das Baby, das Baby. Prima. Das ist der Bruder, der Bruder. Der Cousin, der Cousin. Das haben wir von den Franzosen gestohlen. Der Cousin. Die Cousine, die Cousine. Prima, sehr gut. Die Eltern, die Eltern, das Enkelkind, das Enkelkind, der Enkelsohn, der Enkelsohn, die Enkeltochter, die Enkeltochter, die Frau, die Frau. Und ganz kurz auf Englisch, Frau can mean three things. You can say Frau Walker, das heißt Mrs. dann. You can say, man kann Frau sagen für eine Person, so das ist die Frau, that is the woman, das ist die Frau. Oder man kann auch sagen, das ist meine Frau, this is my wife, das ist meine Frau. Das Geschwister, das Geschwister. Die Großeltern, Großeltern, die Großeltern. Die Großmutter, die Großmutter, der Großvater, der Großvater. Der Halbbruder, der Halbbruder, die Halbschwester, die Halbschwester. Das Kind, das Kind. Der Lebenspartner, der Lebenspartner. Die Lebenspartnerin, die Lebenspartnerin. Und ganz kurz auf Englisch. This word actually came about after World War II when many people got together to help each other out as man and woman, but didn't necessarily want to get married because they didn't necessarily love each other, but they made a commitment to each other to help out. And these words were then grabbed by the LGBTQ2IA plus community in order to describe their situation, how sometimes in certain countries they're not allowed to get married and in other countries they are. This makes it very clear to everybody that it doesn't matter what your sexuality or what your gender, this right here is my life partner. Okay, unfortunately though, in German, we have to pick a gender, so the person chooses the gender that most describes them. Der Mann. We have two N's with this word, and I want to make sure you understand. There's also another word, Mann, which means like one or a person with just one N. So remember, if you're referring to the human male, that you need to make sure that you're spelling with two N's. I always remember this. My husband wants 2 pieces of pizza at least, right? So der Mann. Die Mutter. Die Mutter. Der Nachname. Der Nachname. Der Neffe. Der Neffe. Die Nichte. Die Nichte. Die Oma. Oder in Norden Deutschland sagen wir Omi, so Omi oder Oma. Die Oma. Der Onkel. Der Onkel. Upsala, tut mir leid. Der Opa.
Oder in Norden Deutschland Opi, Opi, Opa, der Opa. Das Paar, das Paar. Der Schwager, der Schwager. Die Schwägerin, die Schwägerin. Die Schwester, die Schwester. Die Schwiegermutter, die Schwiegermutter. Der Schwiegervater, der Schwiegervater. Der Sohn, der Sohn. Der Stiefbruder, der Stiefbruder. Die Stiefmutter, die Stiefmutter. Die Stiefschwester, die Stiefschwester. Der Stiefsohn, der Stiefsohn. Die Stieftochter, die Stieftochter. Der Stiefvater, der Stiefvater. Die Tante, die Tante. Die Tochter, die Tochter. Der Vater, der Vater. Der Verwandte und die Verwandte, die Verwandte. Der Zwilling, die die Witwe, die Witwe. Der Witwer, der Witwer. Zum Beispiel Uroma oder Uropa. Ur. Sehr gut. Das Haustier. Das sind auch unsere Familie. Das Haustier. Der Fisch. Der Fisch. Der Hund. Der Hund. Die Katze. Die Katze. Der Vogel. Der Vogel. Der Familienstand. Der Familienstand. Meine Freundin. Meine Freundin. Meiner Freund. Meiner Freund. Eine Freundin von mir. Eine Freundin von mir. Ein Freund von mir. Ein Freund von mir. Okay, und jetzt dürft ihr Notizen machen. Little tiny tip here. Remember, when you're looking at any vocabulary list, don't make notes of the stuff that you already know. Make notes of the stuff that you don't know yet. So leave out das Baby, but leave in ein Freund von mir. Okay? Okay, und jetzt gehst du zu der nächsten Liste. Auf Wiedersehen. Tschüss.